Hallo, in diesem Video geht es um das Goethe-Zertifikat B2. Dabei werden wir uns die schriftliche Prüfung mit ihrem Teil 1 etwas genauer anschauen. Speziell für dich habe ich ein Quiz und mehrere PDFs zum Herunterladen vorbereitet. Am Ende gibt es noch einen Bonus, also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du weiterhin auch nichts verpasst, klicke gleich hier unten auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Und los geht's! Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du Spaß am Schreiben haben kannst. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit den Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung B2 Schreiben Teil 1. Los geht's! Schauen wir uns mal an, wie das Video überhaupt aufgebaut ist. Als allererstes zeige ich dir die schriftliche Prüfung an sich, worum es da geht. Das ist ganz kurz und knapp. Danach schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wie du in der schriftlichen Prüfung vorgehen kannst. Dann zeige ich dir noch kurz, wie du dich auch vor der Prüfung gut vorbereiten kannst und am Ende hast du es auch schon geschafft. Und dann gibt es noch ein kleines Quiz für dich und noch eine Bonusübung ganz am Ende des Videos, also bleib dabei und viel Spaß! Und los geht es mit der schriftlichen Prüfung Teil 1. Wir schauen uns jetzt den Ablauf und die Bewertung ganz kurz an. Und zwar, was wird denn hier überhaupt getestet? Du bekommst ein Thema vorgelegt. Dazu sollst du einen Forumsbeitrag wie einen Blog schreiben. Dazu bekommst du 4 Leitpunkte, also 4 Hauptideen. Und dann hast du ca. 50 Minuten Zeit, deinen Text zu verfassen. Und diese 4 Leitpunkte müssen mit in deinem Text drin sein. Die darfst du nicht vergessen. Wie wird das Ganze denn überhaupt dann bewertet? Worauf wird hier geachtet? Und zwar gibt es prüfungsinterne Kriterien und diesen GER-Referenzrahmen. Den Referenzrahmen findest du im Internet, da kannst du gerne mal nachlesen. Und die prüfungsinternen Kriterien von der Goethe-Prüfung, die habe ich dir nochmal in einer PDF zum Download zusammengestellt. Da siehst du auch nochmal den Modellsatz für die schriftliche Prüfung. Jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in der Prüfung durchstarten kannst. Denn hier gilt, Ordnung ist das halbe Leben. Und zwar solltest du deinen Arbeitsplatz zu Hause und auch in der Prüfung aufgeräumt lassen, denn dann kannst du direkt und konkret deine Gedanken sammeln. Das ist ganz wichtig für die Prüfung, denn da sollst du Schritt für Schritt vorgehen. Also ordne deinen Arbeitsplatz und dann geht's los. Als allererstes liest du deine Aufgaben durch. Dann notierst du dir deine Gedanken. Dann schreibst du deinen Text und am Ende überprüfst du das Ganze nochmal. Gehe genau diese Schritte durch und dann wirst du auch erfolgreich sein in deiner Schreibprüfung. Schauen wir uns zunächst erstmal das Lesen an. Konzentriere dich dabei, das ist ganz wichtig, denn du sollst nicht einfach drauf losschreiben. Du sollst dich wirklich auf das Thema konzentrieren und dazu sollst du dir auch die 4 Leitpunkte genau anschauen. Die sind ganz, ganz wichtig. Die dürfen dir nicht in der Prüfung fehlen. Die müssen alle 4 drinne sein, sonst bekommst du Punktabzug. Deswegen ist es wichtig, schau dir diese Leitpunkte genau an und unterstreiche vielleicht auch wichtige Schlagworte. Dann ist es auch noch wichtig, dir die formalen Richtlinien nochmal durchzulesen. Da geht es um den Inhalt, den Aufbau und den Umfang von deinem Text, weil du sollst mindestens 150 Wörter schreiben zum Beispiel. Das steht auch allgemein immer das Gleiche da, aber lies es dir nochmal durch, damit du es auch im Kopf hast und damit du keine Fehler machst. Als nächsten Schritt machst du dir Notizen. Und da ist es ganz wichtig, dass die effizient sind. Das heißt, dass sie praktisch sind. Du sollst hier auch wieder Ordnung halten, wie auch auf deinem Arbeitsplatz. Also du legst jetzt los und hast deine ganzen Zettel vor dir. Du hast einmal dein Arbeitsblatt,
da wo die Aufgabe draufsteht. Dann hast du noch ein Notizblatt, was du benutzen kannst. Und dann hast du noch ein Schreibblatt, wo du deinen Text draufschreibst. Du hast also 3 verschiedene Sachen. Leg die nicht übereinander oder so, weil du brauchst eine gute Übersicht. Jetzt nimmst du dir aber als erstes erstmal deine Notizblätter, wo du deine Notizen draufschreiben darfst. Also nicht das Blatt, wo der Text draufkommt. Und daneben deine Aufgaben. Jetzt machst du in deinen Notizen, auf deinem Arbeitsplatz ist nun Ordnung und in deinen Notizen solltest du auch Ordnung halten. Und zwar kannst du dir eine Struktur erstellen durch Mindmaps und Tabellen. Ich finde Mindmaps immer am besten. Du kannst natürlich auch einfach Stichpunkte untereinander machen, das geht auch. Aber mit Mindmaps kann man schön Ideen auch verbinden und so weiter. Hier solltest du wieder die Ordnung halten. Das heißt, du brauchst nachher eine Gliederung in deinem Text und das sollte Einleitung, Hauptteil und Schluss sein. Also mach das auch schon direkt in deinen Notizen so. In den Hauptteil hinein kommen die 4 Leitpunkte. In den 4 Leitpunkten sollst du einmal deine eigene Meinung nennen, Gründe zu dem Thema nennen, andere Möglichkeiten zu dem Thema und Vor- und Nachteile. Die 4 Leitpunkte sind immer ein wenig anders, das ist klar, aber im Großen und Ganzen sind die eigentlich immer die gleichen. Ich habe dir hier eine PDF erstellt zum Herunterladen, die findest du in dem Link unter dem Video oder in unserem Blog, denn da kannst du dir mal anschauen, wie solche Notizen aussehen können. Ich habe sie hier in Form eines Mindmaps erstellt zu einem Beispielthema, was nachher auch noch im Video kommt. Gehen wir über zum Schreiben. Hier solltest du den roten Faden nicht verlieren. Was heißt es überhaupt, den roten Faden nicht verlieren? Das heißt, dass du deinen Text strukturiert schreibst und nicht vom Thema abkommst. Du hast jetzt deine Notizen gemacht, die sind schön gegliedert und jetzt kannst du die ganzen Ideen aus deinen Notizen in Sätze umformulieren. Dazu kannst du zum Beispiel auch Redemittel benutzen, die du vorher dir auch schon mal vielleicht zu Hause angeschaut hast. Hast du zufällig neue Ideen, während du schreibst? Super, die kannst du gerne mit einbringen. Aber bleibe beim Thema. Verliere also diesen roten Faden nicht, ja? Bleibe beim Thema, sonst geht es ganz schnell, dass du vom Thema abkommst, zu viel schreibst und dann fehlen dir vielleicht Inhaltspunkte oder die Zeit ist vorbei und du hast es nicht geschafft, deinen Text fertig zu schreiben. Neben dem Inhalt haben wir natürlich auch andere Punkte, die wichtig sind. Zum Beispiel die Grammatik oder der Satzbau. Es ist auch wichtig, dass du in deinen Texten eine Abwechslung hast. Das heißt, immer nicht die gleichen Satzanfänge benutzt zum Beispiel. Und dazu helfen dir Nebensätze und verschiedene Satzanfänge. Du kannst hier zum Beispiel Wörter benutzen wie außerdem, zusätzlich, ebenfalls oder dazu kommt noch das, einerseits, andererseits und so weiter. Hast du jetzt alle Inhaltspunkte eingebracht? Das ist super. Aber vergiss deinen Schlussteil nicht. Das geht so schnell, du denkst, du bist fertig, deine 4 Leitpunkte sind in deinem Text und du hörst auf zu schreiben. Nein, vergiss den Schlussteil nicht. Die Einleitungs- und Schlussteile kannst du auch zu Hause lernen. Es ist eigentlich egal, was für ein Thema drankommt. Du kannst ungefähr mit den Redemitteln und so weiter zu Hause schon mal schauen, wie du den Anfang und das Ende schreibst. Hier gibt es auch wieder eine PDF und zwar habe ich die Redemittel zusammengestellt, die du dir runterladen kannst. Die schauen wir uns ein bisschen später in dem Video auch nochmal an. Und da findest du auch Nebensätze oder Satzanfänge, die du benutzen kannst. Ganz am Ende ist es auch wichtig, dass du deinen Text nochmal prüfst, also nochmal drüber liest, denn doppelt hält besser. Es ist wirklich so. Du denkst, dein Text ist fertig? Es können immer wieder Leichtsinnsfehler passieren. Also prüfe deinen Text und lies ihn nochmal, mindestens einmal. Wenn du dann am Ende noch ein bisschen Zeit hast, kannst du ihn nochmal überfliegen und da erwischst du vielleicht noch ein paar kleine Fehlerteufelchen.
So, du fragst dich vielleicht, wie prüfe ich denn meinen Text überhaupt? So einfach ist das doch gar nicht. Das, was ich da geschrieben habe, das ist bestimmt richtig. Woher soll ich wissen, was da jetzt falsch ist? Deswegen solltest du Schritt für Schritt vorgehen. Wenn du hier jetzt ganz durcheinander durch den Text suchst, alle möglichen Fehler suchst, dann wirst du sie nicht finden oder nur ein paar davon. Deswegen ist es wichtig, dass du wieder Schritt für Schritt vorgehst. Und zwar schaust du als allererstes, habe ich eine Gliederung? Ist meine Einleitung mit drin? Ist mein Hauptteil drin? Und habe ich einen Schluss? In meinem Hauptteil habe ich alle 4 Inhaltspunkte genannt. Habe ich Groß- und Kleinschreibung richtig gemacht? Schau dir doch mal die Artikel an. Stimmen die? Habe ich da den richtigen Fall benutzt? Fehlen Kommas zum Beispiel? Habe ich Nebensätze benutzt, wo vielleicht ein Komma dazugehört? Hier solltest du besonders achten auf Wörter wie das, wenn, weil, denn, daher und auch Relativsätze. Zum Beispiel der Hund, der meine Wurst fraß. Ja, das sind Relativsätze, auf die solltest du auch achten. Und dann, wenn du korrigiert hast, du hast vielleicht dort hier und da noch ein Komma gesetzt oder so, ein Substantiv korrigiert, das war vorher klein geschrieben und so weiter. Stimmt denn der Satzbau dann überhaupt noch? Stimmt der Sinn noch? Und stimmen meine Verben und Adjektive überhaupt noch nach meiner Korrektur oder passt da jetzt was nicht mehr? Das sind Sachen, die du ganz am Ende dir anschauen kannst. Also es ist nicht zwingend, alle Schritte durchzugehen, aber du solltest schon der Reihe nachgehen. Schaue nicht durch deinen ganzen Text und suche nach bestimmten Adjektiven. Das macht nachher keinen Sinn. Also fang wirklich Schritt für Schritt einfach an. Dann kommst du auch nicht durcheinander und somit findest du dann auch mehr Fehler. Hier gibt es auch wieder eine PDF. Ich habe dir nämlich einen Beispieltext geschrieben, den du dir runterladen kannst. Und da gibt es Fehler in dem Text, die du mal selber korrigieren kannst. Ganz wichtig, das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben in deine schriftliche Prüfung. Fehler machen ist menschlich. Und aus Fehlern lernt man. Das hört man ganz oft, aber es ist wirklich so. Denn ohne Fehler könntest du gar nicht lernen. Du sollst sie benutzen, um aus ihnen zu lernen. Jetzt schauen wir uns an, wie wir uns auch schon vor der Prüfung gut vorbereiten können. Leider kann man sich das Thema nicht aussuchen. Und deswegen macht das die Vorbereitung natürlich wirklich schwer. Aber ich gebe dir ein paar Tipps zur Vorbereitung für zu Hause oder im Unterricht. Los geht's. Gehen wir direkt in die Vorbereitung und zwar Übung macht den Meister. Dieses Sprichwort gibt es nicht ohne Grund. Du weißt sicherlich, dass man, wenn man eine Sprache lernen möchte, wie zum Beispiel Deutsch, muss man sehr viel üben. Aber das gilt im ganzen Leben so. Denn üben heißt Fehler machen und etwas wiederholen, damit man diese Fehler nicht mehr macht. Dann macht man aber wieder neue Fehler und muss immer weiter üben. Und dann irgendwann wird man vielleicht ein Meister daraus. Und Schreiben ist ganz, ganz wichtig. Für viele Fähigkeiten, nicht nur um Deutsch zu lernen, sondern Schreiben hilft dir auch anders zu denken. Es hilft dir, dein Gehirn zu entwickeln. Also Schreiben an sich ist ganz, ganz wichtig für dein Leben. Deswegen solltest du allgemein immer ein bisschen Schreiben üben. Hast du zum Beispiel ein interessantes Thema im Internet gesehen? Super, dann schreib doch einfach mal drauf los. Du kannst gerne auch erstmal in deiner Muttersprache schreiben oder du schreibst direkt auf Deutsch was los. Und zwar ist es wichtig, dass du erstmal ein Gefühl für das Schreiben bekommst. Ich weiß, dass viele Schüler Probleme haben mit dem Schreiben. Sie haben Angst davor, viele Grammatikfehler zu machen und den Satzbau richtig zu benutzen und so weiter. Im Sprechen wird da nicht so sehr drauf geachtet. Aber im Schreiben hat der Prüfer mehr Zeit, sich die kleinen Fehlerchen rauszusuchen. Das weiß der Prüfer auch, ja. Du brauchst dir da keine Sorgen machen, dass er wirklich jeden kleinen Mini-Fehler raussucht und du deswegen dann durchfällst. Der Prüfer weiß, es ist eine Prüfung, du bist gestresst und Schreiben ist wirklich auch eine schwierige Sache. Deswegen sage ich dir, übe es zu Hause und versuch vielleicht auch Spaß daran zu haben.
Bekomme ein Gefühl dafür. Deswegen schreib doch einfach erstmal drauf los und dann siehst du, wie das Gefühl für das Schreiben zu dir kommt. Dann kannst du versuchen, auch mal eine Gliederung zu üben und den Inhalt, die Inhaltspunkte ein bisschen zu üben. Und dann kannst du auch die Schwierigkeit steigern der Themen. Dazu solltest du dir zum Beispiel ein Beispielthema nehmen. Ich habe dir eine PDF zusammengestellt mit ganz vielen Themen, die du benutzen kannst. Du kannst natürlich auch selber Themen raussuchen, aber ich würde dir empfehlen, vielleicht mit einem einfachen Thema anzufangen und dann ein anderes Thema zu wählen, was vielleicht ein bisschen schwieriger für dich ist. Also nach hinten hin ein bisschen schwieriger werden lassen. Hier habe ich dir jetzt ein Beispielthema gegeben, wo es dann auch noch eine andere PDF dazu gibt, und zwar eine Auflösung, ein Auflösungstext, den du dir anschauen kannst. Hier habe ich das Thema gewählt, das Leben mit sozialen Medien. Ein sehr aktuelles Thema, was vielleicht sogar in der Prüfung drankommen könnte. Wir wissen es nicht. Du kannst dir gerne das Video kurz pausieren und dir das in Ruhe durchlesen. Ich gehe direkt weiter. Eine weitere Art und Weise, wie man sich vorbereiten kann, ist, ein Experte in eigener Sache zu werden. Das heißt, eigne dir in mehreren Gebieten Wissen an. Und zwar kannst du die Nachrichten schauen oder Zeitungen lesen, und das ist zum Beispiel auch eine gute Vorbereitung für deine mündliche Prüfung. Wenn du also zu mehreren Themen up-to-date bist und vielleicht hier und da eine Dokumentation geschaut hast, dann kann es passieren, dass vielleicht ein Thema drankommt, was damit zu tun hat, und dann kannst du dieses Wissen benutzen. Außerdem ist es eine gute Vorbereitung, Redemittel und Satzanfänge zu lernen. Mit diesen Redemitteln kannst du deinen Text strukturieren. Dann hast du einen schönen Schreibfluss. Und dadurch kann dann deiner Argumentation auch besser gefolgt werden. Und jetzt zeige ich dir noch ein paar Redemittel. Hierzu kannst du dir auch wieder eine PDF herunterladen. Da habe ich dir eine Liste mit Redemitteln aufgezeigt, die du direkt in dieser Prüfung benutzen kannst. Also die solltest du natürlich vorher lernen. Such dir ein paar raus, die gut zu dir passen, die du dir gut merken kannst. Und die kannst du dir vielleicht in der Vorbereitung, also wenn du dann schreibst, in deinen Notizen 1, 2 Redemittel kurz markieren. Denn es kann wirklich passieren, wenn du im Text schreiben bist, in dem Schreibfluss, dass dir das vielleicht nicht mehr einfällt und dann bist du raus. Dann hast du deinen roten Faden verloren und dann musst du nochmal umdenken. Also, wenn du während deinen Notizen an ein Redemittel denkst, schreib es dir einfach irgendwo an die Seite, damit du es dann in deinem Text auch direkt benutzen kannst. Es gibt viele Redemittel. Ich habe die ein bisschen für dich aufgeteilt. Das siehst du dann in der PDF. Und zwar kannst du die Redemittel und diese Satzanfänge direkt in der Gliederung so benutzen. Wir haben Redemittel, die passen zu einer Einleitung und zum Schlussteil. Dann gibt es Redemittel, die du benutzen kannst, um deine Meinung zu sagen, um Gründe zu sagen, um Möglichkeiten aufzuweisen und Vor- und Nachteile zu zeigen. Und dann hast du es auch schon geschafft. Das Schreiben geht dir dann einfacher von der Hand und du kannst mit der Prüfung durchstarten. Ich wünsche dir wirklich viel Glück bei der Goethe-Prüfung B2 Schreiben Teil 1. Und jetzt gibt es noch ein kleines Mini-Quiz für dich, wo du dein Wissen testen kannst. Hier kannst du jederzeit das Video pausieren, weil ich gebe dir nach der Frage auch direkt die Antwort. Okay? Viel Spaß dabei. Los geht's. Mit welchem Arbeitsplatz kann man am effektivsten arbeiten und warum? Hier gibt es 3 Bilder. Such dir eins davon aus. Und die richtige Antwort ist das Bild in der Mitte. Denn mit einem geordneten Arbeitsplatz kann ich meine Gedanken ordnen und somit auch meinen Text. Also kann ich am effektivsten arbeiten. Wie kann ich Schreiben richtig lernen und in meiner Prüfung erfolgreich sein? Die Aufgabenstellung genau durchzulesen ist Zeitverschwendung. Ich überfliege sie nur, weil ich sowieso viel zu wenig Zeit habe.
Die Aufgabenstellung genau durchzulesen ist wichtig, damit ich in meinem Text nichts vergesse und keinen Punktabzug bekomme. Die richtige Antwort ist die zweite. Meine Notizen sind sehr wichtig. Ich muss sie gut gestalten und effektiv nutzen. Oder meine Notizen halte ich sehr kurz und knapp. Die Struktur bringe ich dann erst in den Text. Die richtige Antwort ist die erste. Wenn ich meinen Text dann schreibe, kann ich auch neue Ideen einbringen, wobei ich aber aufpassen muss, dass ich den roten Faden nicht verliere. Wenn ich meinen Text dann schreibe, sollte ich mich strikt an meine Notizen halten und nichts weiteres dazufügen, sonst wird es zu viel. Die richtige Antwort ist die erste. Das Überprüfen meines Textes am Ende der Prüfung ist nicht so wichtig, weil ich während des Schreibens schon auf Grammatik etc. geachtet habe. Oder es ist sehr wichtig, weil sich immer wieder Leichtsinnsfehler einschleichen können. Und hier ist die zweite Antwort die richtige. Das Thema kann ich mir nicht aussuchen. Dann brauche ich mich auch gar nicht vorbereiten. Falsch. Erweitere schon vor der Prüfung dein Wissen zu vielen Themen und übe das Schreiben. Oder, richtig, im Großen und Ganzen weiß ich über viele Themen Bescheid und kann schreiben. Oder, naja, auf das Thema kann man sich nicht vorbereiten, aber das Schreiben kann man üben. Die richtige Antwort ist A. Glückwunsch, du hast es geschafft. Wir sind am Ende unseres Videos angelangt und ich hoffe, deine Prüfung wird ein Erfolg werden. Hier gibt es jetzt noch einen Bonus von mir und zwar hast du hier 2 Aufgaben, die du gerne mal bearbeiten kannst. Die Auflösung dafür gibt es auch wieder im Blog. Plus die ersten 5 Leute, die ihre Auflösung hier in den Kommentaren hinterlassen, bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also viel Spaß dabei und viel Erfolg! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns einen Like gibst. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder, denn da geht es um das Goethe-Zertifikat B2 Schreiben Teil 2. Bis dahin, tschüss!